steht Hand vor uns, wie Hand in Sieg. Der Krieg ist gewonnen, uns Königreich regiert mit Kraft. Ich glaube hier, Gott ist von unser Sieg. Ich steht Hand vor uns, wie Hand in Sieg. Der Krieg ist gewonnen, uns Königreich regiert mit Kraft. Amen. Amen. Gott ist mit uns. Amen. Halleluja.
geben, dat je kan een Opfer geben, dat je kan je Geld geben. Dat is vrijwillig für jeder einer, wer geben will, en Platz zijn für wat Gott deed durch deze kerk en dat in haar steden. Weil is dat in je plan bijna is voor het nächste jaar wat je geven wil, of hoeveel je geven wil, aber hoffentlich is dat een van die dingen wat je voor je nieuwe dingen opdoen, wat je wil ondersteunen of meer doen en meer geven nächste jaar. Dat is something wat ik mijn vrouw even ging gisteren, we reden van wat willen we nächste jaar doen, een van de dingen we willen meer geven. Ons is zoveel gegeven, wat hebben meer geven. Dankzij Gott, dat du zo goed bent voor ons en voor al die dingen wat du ons geeft. Besonders denken we aan het geld en de arbeid en financial zie dat du ons zo hast zo gezien als kerk en jeder einer van ons hier. Je hebt ons een beetje truut oprecht hart en een schijn gaan, wanneer we geven dan van der en je zien om beet wie dat.
Gott. Und wie kommt taub ist deine Familie? Und erkannt die aus uns Gott, uns Lehrer, uns Rader, uns Heuler, uns Heiland, uns König. Das ist alles für uns, Gott. Und nu wollen wir das Jahr tau merken down und ein neues Jahr aufmerken down. Wir kicken trägen, danken die für, wer du hier warst, bist für uns. Wir danken dir für, was du hier tun hast in uns und durch uns. Und dass du da immer hier warst, bist für uns. Even gute Tiden, schlechte Tiden. Du bist unser Rader. Dankeschön, Gott. Wir kicken verweichen in ein neues Jahr voll Hoffnung. Wir glauben gute Dinge, wo du erregen wirst. Und aber wir wollen bloß treu sein. Wir kicken in ein neues Jahr in frei und frisch. Für deine Leitung, dass dein Heiliger Geist uns wiesen wird. Jeder ein von uns persönlich. Wo zu gehen, wo zu gehen. Dass wir keinen Unterschied merken für dich, Jesus. Dass an jeden Tag, wenn wir fertig stunden, dass du wirst kann sein, du hast Geld getan, die Gelder knallt. Wir kicken in die Gott, alles ist für dich, die Lieder, was wir singen, die Botschaften, die wir horchen, dass die Brücken wirst in uns leben, um uns verändern, durch dein Leben wird. Und dass es wirklich einen Unterschied merkt in uns, und dass wir dann rübergehen. Und einen Unterschied merken für dich, Jesus. Ich danke dir für jede Person, die hier ist. Und ich danke dir für deine Gnade, die so wunderbar ist in uns. Ich bete in deinen heiligen Namen, Jesus. Amen. Gracias nos dio, y en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, no inocente murió, mente no puede entender, cuán grande tu amor por mí es. Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo soy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú.
Gott, der sagt in sein Wort in Jeremia, dort hat sich dort Gott ever gedacht. Und die Plans, was hat für die und für mich. Und dort ist dort, wie wir erfolgreich sein, dort wird Frieden sein, und dort wird dort Geld haben. Das ist der Plan, was hat für die. Und der Genot, was wir groß von gesungen haben, der ist ever uns. Weil wir sind ab eng von das Jahr. Wir sind ab eng von das Jahr, und es ist eine gute Zeit, damit wir zurückchecken und checken, was hat Gott getan in uns Leben, kostet dann für die. Ich dachte, ich würde ein paar Dinge hier sagen, was Gott getan hat in Lebenswasser. In der Familie hier, was wir hier taub sind, was Gott getan hat hier. Das letzte Jahr sind wir 30 Personen, was sich hier hat taufen lassen in Lebenswasser. Das letzte Jahr dann fangen wir an mit dem Livestream, dass wir da drüben strahlen und die Botschaften, dass Mensage ist und der ganze Service, dass Menschen dort gerne bitte diese Feierwein auch sein. Dass wir ein Traum und dass wir ein Goal, dass wir ein Metal, was wir haben, was wir wollen tun. Und Gott, der kommt durch und wir können das tun. Pastor Steve, der hat angefangen, das Jahr zu kommen in die Kirche. Das nächste Jahr wird er volltätig in die Kirche sein. Es ist ein großer Staub für uns Familie, ein großer Staub für die Kirche. Wir haben mehr Raum gemerkt, und die Kinder sehen, wie wir da fallen. Und so haben wir nach mit mehr Stube da gemerkt, mehr Raum gemerkt, mehr Volunteers, die uns halten dann. Jetzt ist so erscheint mit den Kindern in der Kinderkirche, dass wir mit mehr Raum haben. Pastor John, der ist rausgefahren, hat noch viele verschiedene Kirchen abgedeiht, hat sich bis hier geblieben. Pastor John Lorna sind nach Kansas gefahren, nach Tigertown, El Llano, und Durango, El Valle, und Hillside, und sind dahin gefahren, bis in Sehen gewasst, zu den Kirchen abzuhalten. Wir haben Wasser aus Lebenswasser, ungefähr 70 Menschen mehr gesünder, was nu sind, das sind ja Eier. So wir haben Wasser und Nummers. Aber Pastor Steve redet von der Samaris noch von, was uns wichtig ist, ist nicht, dass wir Nummers haben Wasser, aber dass wir jährliche Wasser. Nummers steht auch so erscheinen Wasser. Und wie ihr dort, wir sind Gott dankbar dafür. Wo wir uns mehr Mut und Freude haben, dass wir sein, dass wir wissen und dass mehr Menschen nach Jesus kommen. Mehr Menschen haben sich bekehrt das letzte Jahr, dass wir aus dem Team schaffen. Pastor Steve hat noch Jesus gelehrt. Meine Frau Christi hat noch Jesus gelehrt. Und verschiedene Meier von Jüngern haben Menschen angeweiht, kommen nach Jesus gelehrt. Und dort wird am Ende von da, das wird merkt, dass wir können hier top sein aus Lebenswasser und aller top rausnehmen. So Leben sind verändert. So ich weiß nicht, was dein Goal ist oder was dein sei vielleicht eine New Year Solution oder deine Neujahrs Fernnehmen, was du hast für das Jahr. Aber mein Gebet ist für dich, dass Gott der wird durchkommen für dich. David der sagt in einem Psalm, dass wir ein Breakthrough für ihn. Gott der kommt durch für ihn. Wir in so viel Trouble sind und denkt nur Gott und Gott der kommt durch für ihn. Und ich hoffe, dass du wirst das nächste Jahr, wo die Dinge sind, wo du verlierst und wo du verhobst, dass Gott wird durchkommen für dich. Denkt ein bisschen an, dass wir sehen nicht nur ein Breakthrough, aber wir sehen noch Jesus und er wird uns den Weg durchmerken. Ich wünsche mir, dass du den vernehmen, was du hast, dass du wirst da nimmer schnell down oder vielleicht in wirklichen Goal sagen, dass du da hinkommst. Von der lese ich, dass viele Menschen, die nehmen sich für, sie wollen gesünder eten, sie wollen gesund werden das nächste Jahr und sie wollen wiederkommen und mit der Geld finanziell wiederkommen. Das sind die zwei geradste oder die meisten Dinge, was Menschen sich vernehmen. Aber eigentlich bei Freibewahrern ist es all uitgerannt oder hält auch nicht mehr was an, wenn sie nicht wirklich dort ernst genommen gesagt, was sie kriegt will dann, das ist ein bisschen general, ich will bis wiederkommen, aber was wirst du dann, dass du wirst wiederkommen? Und was immer von Area du die hast vernommen. Gässelje, Geld, Freund, in dem Business, was immer das ist, ich hoffe, dass Gott das wird sehen, was du die vernimmst und dass das wird erfolgreich sein. Dankeschön, Jesus, dass wir die haben und dass wir können zurückchecken und wir können checken, was du hast geführt in Lebenswasser das Jahr und wir können sein, was du alles getan hast, alle ihr, jetzt nur die. Dankeschön für was du getan hast.
Dankzij God dat we kunnen verder kijken in de toekomst en weten du best al in de toekomst en we verlaten ons op die en we weten du hast een plan voor ons wat er goed is. Dankzij dafür. Dankzij voor den Segen wat du hast over ons en we vragen dat du ons wijsheid geven en dit niet het jaar wat we nagaan. Vielleicht sind hier als hier somebody von der und sagt, da sind Dinge in meinem Leben, wo ich soll hängen lassen. Das soll ich nicht wieder down in das nächste Jahr nehmen. Geef den Mensch Kraft, dat hij kan dat afmerken en een zich leven en met nieuwe moed en het nieuwe jaar aangaan. Dankzij God voor wat u voor ons deed en voor die verspreking wat u over ons Herzen sagt, du wirst uns nicht verloren. Ich bete, dass ein besonderer Segen über jeder einer, wenn wir Plans merken, was wir alles werden in das nächste Jahr und dass du wirst Part von dort sein, Gott. Dankeschön, Jesus. Wir beten in die Namen. Amen. Amen. Je kan je een doel zetten. Welkom jeder einer hier in Lebenswasser. Mir freut dat je hier sind. Ich zei dat we hier juist en onze maat van der welkom hier. Mir freut dat je hier sind. Vielleicht sind al some hier wat de plan naar de Bibelschule te gaan. Ich zei some youth hier. Vielleicht plan je een Bibelschule te zijn dit jaar. Wens u Gottes Segen in die tijd wanneer je een Bibelschule zijn en dankzij voor hier met ons top zijn van der. We waren een paar dingen bis even gaan, een paar announcements wat we hadden, niet zo veel wat en dan waren we weer gaan onze service. Een ding wat ik wel bezig was, jullie denken helpen, is dat Lebenswasserhafen komen en je bent vrijwillig, je bent welkom om door dingen aan te geven in die komen. Deze komen, dat is een grocery komen, wo de eten wordt aangebracht en dat eten dat je naar lied wat er hier vielleicht in de kerk zijn, wat er zei aan veld helpt, dan willen we je helpen met dat eten, wanneer het niet hier blijft. En hier dat wat te vol wordt komen, dan zei de diakoon waar ze dat uitgeven naar de kinderheim. So je bent welkom om naar deze komen wat te geven. Ik heb hier nog een bekendmerking hier, host ik Knals Niefeld. Ze zijn hier van onze kerk en zijn broeder Abraham Niefeld is gestorven. Hij zegt dat je zijn aangelaten met een top naar het begrafenis te doen, Marie en Scheinveldklok 2. So wel we ook voor beten durch deze tijd waar ze durchgaan. En die zijn aangelaten tot dat begrafenis. Van der wordt Isaak Thiessen ons dienen met dat woord. Isaak Thiessen zijn hier van deze kerk. Ze zijn al lange tijd een part geweest van onze kerk. De familie dient in de kerk. En Isaak Thiessen is ons hier link tussen Lebenswasser en de mission wat Lorenzo deed in Zacatecas. En hij heeft al lang gedacht door in die mission en door met geholpen. Hij is onder consejo door aan de mission en een boy door. Een grote part als hij was van wat de mission door deed. En ook een grote part voor wat we doen hier in deze kerk heeft ons met geholpen. Hij wordt ons dienen van deel met het woord. Ik wil best vragen dat je wordt opstaan, een beetje gewoon een vriend begrijpen. Hij zijn, vielleicht een goede jaar wensen. En Isaak Thiessen wordt not komen te predigen. Goedemorgen, Hola. Mijn vrijdag dat ik vandaag de gelegenheid had hier een beetje wat met te doen. En Jacob Knulsen reed al een beetje van de mission daar in Zacatecas, dat we door methelpen doen. En dat is een arbeid wat mij zo erschijnt in de mission schaffen. En ik wil een klein beetje van die vertellen. Ik had het eerst niet aan gedacht, ik van dat wordt een beetje vertellen, maar nu wordt hij dat zeggen. We hadden ook een plan wat we afgangs jaar hadden, wat we willen dit jaar doen. Daar in de boy en dat we willen er een kerk meer buren. En die buurt we door in februari had we door gebuurd. Daar is dan een goen, er zijn schoofmensen wat naar de kerk komen. En dat andere ding wat we ons hadden vernomen, wat we dit jaar willen doen, dat we willen de 4 gaan leiden, dat de 4 hadden bij de grote kerk wat er is. En dat kwam op zo'n die en hadden niet zoveel geld gestort en kregen ook niet zoveel touw. Maar eenmaal vallen ons dat bij dat we worden in de steden Portland gaan leiden. Wat de soldaten $1000 kosten
wird wir leider die Plaka Solar abstellen, die Panel ist da abstellen. Und dort haben wir nu 2 Wochen 3 getan, dort ist da abgestellt. Und Lorenzo bestellt nach sehr dankbar sein, alle Menschen, die haben in Stadt mit den Panelisten da haben, sie haben nu 4, die können pumpen und alles. Und die Mission, die war es da. Und ich sage noch, ein paar Mal das Jahr waren wir mit Lorenzo auf Weich gefahren. Wir fuhren für mehrere Monate 3 Mal vor, wie für eine Woche nach Tamaulipas. Lorenzo, der wird einmal angeladen, erst wo kommen predigen. Und dann lud er mich an, mit einem Taub sein. Und nu für 2 Wochen 3 wir in Guatemala. Wir fuhren nach Guatemala für 3 Wochen, wo wir in Guatemala waren. Und Lorenzo hat dort predigen. Ich rückte die Gelegenheit nach auf eine Stätte predigen. Und ich frage Lorenzo, warum ludst du mich einmal an? Wenn die anluden zum Wanken, wo predigen, wo wir ihn was zu haben, und ich soll mit ihm mitwanken. Und er sagt, eigentlich wir ein Team. Er sagt, wir gehen zum Predigen und ich wir gehen zum den Menschen zum Freund machen. Und dort ist ein bisschen das dort. Wenn wir jetzt in eine fremde Stadt kommen, das geht nicht so lang, dann sage ich, du Freund mit den Menschen und das geht so erscheinen. Und mag Gott uns segnen für mit dieser Mission mithalten, was erst auf Säue gewachsen ist. Sie haben da einmal was Servicios, was sie haben, die haben über 2000 Menschen auf einmal gehört. Und die sind sehr ermutigt in der Mission. Dankeschön für das Mithalten. Okay, ich habe von dir ein Thema, wo ich will von reden. Und das Thema dort heute und Jant die Wüste. Dort hört sich vielleicht ein bisschen funny. Was ist und Jant die Wüste? Aber eine Wüste, dort ist eine Stadt, wo das nicht so schön geht. Da in eine Wüste reisen, die hat nicht so viel Nies. Viel weniger noch, wenn er mal Foto durchgehen, wenn es sonnig ist, heute ist, Sonnensturm und so weiter. Eine Wüste ist nicht eine Stadt, wo das so schön geht. Aber ich glaube, wir gehen alle noch mal durch eine Wüste durch. Und ich habe mich gefragt, wo wir einmal durch die Wüste gehen? Wo wir diese schwere Zeiten durchgehen? Ist das dass wir gesindig haben? Oder ist das was anderes? Und ich habe ein paar Geschichten, wo ich von der will von reden. Der eine ist von Josef. Josef muss durch die Wüste gehen und das Volk Israel muss auch durch die Wüste gehen. Josef muss so viel schwere Zeiten durchgehen, dass er durchkommt, wo er auch lange einmal von geträumt hat. Aber er braucht nicht die schwere Zeiten durchgehen, dass er hat was anderes getan, dass er gesindig hat, er ist was. Aber er muss die schwere Zeiten durchgehen, wegen Gott will am Reut merken zu wird, Gott will am Weg wiesen, Gott will am wiesen, was er tun soll. Also das hat nicht einmal mit unseren Sinn zu tun, dass wir gesindig haben, wenn das schwere Zeiten geben, vierten, weil Gott uns bloß mal was lehren. Und vielleicht bist du das Jahr das geht nicht ein. Wir sagen, Mensch, kriegt durch mal das Jahr, fehlt noch das Tag, und dann sagen wir durch. Vielleicht bist du das Jahr durch eine schwere Wüste durchgegangen. Oder vielleicht bist du noch in der Wüste und weißt nicht, wo lange du was hier und was du durch sind. Aber wenn wir durch die Wüste durch sind und ja eine konnte Wüste, du hast das gute Land, du hast alle Seen, du hast alle Prosperität und alles, was uns fehlen wird, ist und ganz in der Wüste. Wenn wir durchholen durch die Wüste, dann wird ein großer Seen abkommen. Und wir wollen ein bisschen kicken in diese Geschichte von Josef. Josef hat wir ein Jung, der Träume hat. Als ein junger Jung wird, dann träumt er, wo er ein Lehrer wird, wo er über seine Brüder lehren, wo er ein Lehrer wird über seine Brüder, über seine Eltern und so weiter. Und seine Brüder, die leichten dort nicht so. Er hat 11 Brüder. Josef war in einer Familie ab, wo 12 Jungs waren. Und er war der zweite von Kleinster. Er hat noch einen Bruder, Benjamin, der jünger wie es heute. Und Josef, der hat die Träume, und er verteilt seine Brüder die Träume, was er hat, und die Brüder wussten dort, was die Träume meinten. Dort will er Lehrer sein. Und sie können das nicht verdrehen. Sie gleichen dort nicht, was Josef sagen wird. Und nach einem Tag, dann merkte der Papa, der Josef armen Warnig, ein sehr schmacker Warnig, ein bunter Warnig, bloß Josef gibt den. Und dort merkte die Jungs aufjänstig, seine Brüder merkten dort aufjänstig, und sie können Josef bloß nicht mehr erleiden. Sie hatten ein Haus in den. Sie wollen nicht, dass Josef wird ihr Lehrer sein. Und mit diesem Warnig, was der Papa den geben wird, dort meint auch so viel, dass Josef eher der andere Jungs wird. Und die Jungs, die fangen den $1 an zu hosten, diesen Josef, und sie fangen an zu planen, dass sie ihn würden umbringen. Sie wollen diesen Josef tot machen. Und ein Tag, als sie weit auf gestorben sind,
als sie doen Feuerposten, machen Feuerschofen, dann sagte Papa Josef, dass er soll mal wanken sein, was seine Brüder deuten. Er soll das wanken in Sparken, die Arbeit, was sie deuten. Und dann soll er zurückkommen und soll er arm sein, was du alles angehen deut. Und Josef merkt sich auf dem Weg und wankt daheim, wo seine Brüder sind, die sind weit auf. Und als Josef sein daheim kommen, dann sagen sie zu denen, hier kommt uns Bruder, hier kommt der Träumer. Weil wir den über Sied schaffen, weil wir den dort mehr werden, wir wollen nicht haben, dass der soll über uns regieren. Und sie deuten dort, sie nehmen am Fuß und sie plunten, sie wollen den dort mehr. Aber du wie ein Bruder magst, der wird nicht mit einverstanden, zu dem wird den dort mehr. Da wir Ruben sieht, weil wir nicht unseren Bruder dort mehr. Weil wir nicht am Arm bringen, weil wir uns nicht schuldig merken und sie ihm Blut, weil wir am Läufer in einem Baum dann schmieden. Du wie ein Baum, in der Grube der Baum, wo ich sage, du wir nicht gut dabei. Und er sagt, weil wir den Läufer durch nachschmieden. Ruben sein Plan wird, dass er will diesen Bruder, er will seinen Bruder dort Leben raten, er will den durch Rüd halten, dass der wird kein Tränen Hüs gehen. Und so deuten sie das. Er sagt, weil wir den Läufer in den Baum nehmen, dann deuten sie den in den Baum nehmen. Und Ruben, der jetzt war nur seine Arbeit, hast du nicht mit seinen Brüdern taupen. Über den kommt der Ismaelitas, du vorbeigereist. Der Ismaelitas, dort wie ein Schachermann, Businessmann. Und die wir nach dem Weg nach Ägypten, die hatten ihre Sachen mit, was sie wollen in Ägypten verkaufen. Nun wollen diese Brüder sich einig sein, sie wollen Josef verkaufen. Und dann steht in dort mehr, und wollen wir den verkaufen, und dann sagen wir den los. Und sie deuten dort, sie verkauften den. Für 20 Silberstücke verkauften sie Josef. Und diese Männer, die nahmen Josef mit nach Ägypten. Aber Josef seine Brüder, die hatten nicht angedacht, dass sie sich selbst würden versklaven. Wenn sie ihren Bruder aus dem Sklaven verkaufen würden, dass sie sich selbst auch versklaven würden. Wie in der Bibel sagt, wenn wir in Sinn leben, dann sind wir ohne Sinn versklavt. Sie hatten nur einen Sinn getan, was sie mussten Lebenszeit tun. Dort keiner wird antworten. Sie mussten sich einig werden, und dass ihren Papa, und was sie deuten, mit Josef, seinen Schmucker Wanig, was er hat, den traten sie den ut, deuten den Schub dort mehr, und mit dort Blut, deuten sie den Wanig, blaudig mehr, und dann schauten den nach den Führer sein, dass Josef sein Wanig wird. Mit dort fing der an, sind Tote da. Sie wollen der Tod haben, dass der Papa nicht wird weiten, was mit Josef hier angegangen ist. Der Papa das sieht, dass der den Wanig sieht, er kannte, und er sagt, dass er Josef seine, und er ist ein wilde Tier, hat den Tod gemerkt, und er trüht. Die Bibel sagt, dass die Familie wollen am jeden trösten, aber er lässt sich nicht trösten, er kann sich nicht trösten lassen, und er trüht über sein Sehen. Wenn wir sehen, was er am meisten geregnet hat, und er glaubt nicht, dass er tot wird. Und Josef war mitgenommen nach Ägypten. Dort wir ein Aufdeel zu reisen. Von da, wo sie von Kanaan bis Ägypten, dort wir ein Aufdeel zum Reisen. Dort wir sehr weit zu der Zeit. Und als Josef ist in Ägypten erst, du warst am Verkauf. Und du hast einen Mann, der den kaufen hat. Das ist Potiphar heute. Potiphar, dort wir den König von Ägypten sehen, sein erster Werker wird dort. Der Wächter, der Ewerste von der Wächter, wie das Potiphar, was am Kaufen hat. Und als er Josef gekauft hat, dann war er dort einmal an, dass Josef wie ein abbrecher Mensch. Josef wird treu, er konnte ihm vertrauen, dass er eine gute Arbeit, und Gott fängt an, alles zu sehen, was das Josef tut. Und ich will hier ein paar Verse lesen, in 1. Mose Kapitel 39, Vers 5 und 6. Der Vers, den wollen wir lesen, zum sein, wo diesen Monat ging, was Josef gekauft hat. 1. Mose 39, Vers 5 und 6, du sagst, das ist das. Und von der Zeit an, als Josef über das Haus und alles, was er hat, angestellt wird, sehen der Herr den Ägypter sein Haus, seine Staben und Josef sein Hofen. Alles, was er hat, leitet er in Josef seine Macht, und er hat so ein Vertrauen auf Josef, dass er sich am nichts mehr kümmern darf. Also hier sehen wir dort, dass Gott sehen den Form, die ganze Form, was das Mann hat, das Haus und alles, was er hat. Gott sehen dort, wen Josef da wird. Und ich glaube, Josef hat das schon gegangen. Wenn er auch was sich gebankt hat, nur sein Papa, nur vielleicht seine Brüder nicht so sehr, wenn der am Omo nicht leiden kann. Aber ich glaube, was sich nur sein Papa, nur seinen jüngeren Bruder gebankt hat. Aber ich glaube, bitte dort, was am dort schon gegangen, wenn ein anderer Mensch einem was umvertrauen, der dort jetzt scheint. Wenn wir das weiten, dass die Nächsten ein Vertrauen haben auf einen, das jetzt scheint. Ich habe das selbst erfahren. Ich bin noch lange am Arbeiter gewesen.
ich habe viel uitgeschaft, ich habe so eine gute Wirts gehabt. Und wenn da irgendwas unvertrüden, das gab ihm eine Ehe und das ging Schein für die Schafen. Und so stelle ich mir das vor, Josef ging dort Schein, dort hat er geschafen. Hij weer durch die Wüste gekommen, hij weer durch eine sehr schwere Zeit durch. Und nu wie hij wo am der Schein ging und wo er gesehnt wird. Hij kann nicht sein, wo Gott am Sehnen ist. Aber hij wird noch nicht partout, wo Gott am will haben. Gott will haben, dass hij wurde Gouverneur worden über ganz Ägypten. Wenn hij nu auch versteht, das sind Formen, und den sind geschaffen, alles zu leiden. Hij wird danach nicht rein, um das ganze Land Ägypten zu regieren. Hij muss nach einer Wüste durchgehen. Und wir wollten dort, ich glaube, ich kann die Geschichte alle, dass was Josef hier für diesen Mond schaffen hat, für diesen Ägypter. Die Ägypter sind früh, die wollen gern haben, dass Josef soll sich mit Arm tun. Die werden alle Tage heran, sagt die Bibel. Die will Josef einmal heran und will haben, er soll mit Arm tun, aber Josef tut das nicht. Josef wird treu, er wird Gott treu und er wird sein Wert treu. Er sagt früh, er sagt, das kann ich nicht tun. Die Mann hat mir über alles gesagt, bitte über die. Ich habe nicht die Freiheit, mit die was zu tun. Und bitte dort, ich kann es nicht tun, ich kann nicht gegen Gott singen. Ich werde es nicht tun. Als der früher sagt, oder plötzlich never wird da, dass sie Josef nicht können bereden, dann verklärt sich Josef und sagt, was er schon will treiben mit ihr. Und Josef wird im Gefängnis geschmiert. Nu wie Josef im Gefängnis, er wird nicht im Gefängnis, wenn er hat was anderes getan, dass er wie unabrechtig war, oder dass er hat einen Sinn getan. Er kommt im Gefängnis dann, wenn er abrechtig wird, wenn er treu wird, wen kommt er im Gefängnis nehmen. Aber wie sein, dass Josef im Gefängnis wird, wir wollen es lesen in 1. Mose 39, Vers 23, wo er sagen wird, als Josef im Gefängnis wird, dann wird er auch treu. Und der Eberste über das Gefängnis, der sagt ihm einmal, Josef wie ein abbrecher Jung. Er kann Vertrauen haben auf den. Er wird abrechtig. Und das sagt er, dass er war Josef das ganze Gefängnis. Das sagt hier in 1. Mose 39, 23. Der Ungestalter, der kümmert sich nicht um die Dinge, die Herr Josef übergeben hat. Und der Herr wird mit Josef und gibt ihm Erfolg in alles, was er tut. Alles, was er tut, gibt Gott Erfolg. Er wird nicht im Karsel. Und wir wollten dort im Karsel, dass nicht steht, wo das Schein geht. Josef, den haftet nicht Schein gegeben. Aber er wird danach treu. Und er hat Gott dahin durch im Gefängnis, wo er wird. Und Josef, er hat Guven von Gott gekriegt. Kriegst es wie alle haben. Gott hat uns alle eine Guve gegeben. Wir haben verschiedene Guven. Aber wenn wir die Guven brücken, was Gott uns gegeben hat, da kann uns helfen, dass wir vorwärts kommen. Das sehen wir hier in Josef, was er hier im Gefängnis wird. Seine Guve wird dahin. Und hij deed doin, im Gefängnis, oder wo immer er wird, deed hij doin. Und dat zag je in 1. Mose 39, Vers 23. Als der Ungestalter kwam, der Ungestalter, der kümmert sich nicht um die Dinge, die Herr Josef übergeben hat. Und der Herr wird mit Josef und gibt ihm Erfolg in alles, was er tut. Hier, das war der Kreis, das Ungestalter, der dort sagt, was Josef tut, er braucht sich nicht mehr um kümmern. Josef wird nicht über das ganze Gefängnis angestellt. Und er hat Erfolg in alles, was er tut. Und wir sind dort ein paar Männer, die im Gefängnis nehmen, in dieser Geschichte. Da waren 2 Männer, die für den König schaffen, die für Pharao schaffen. Ein wird der das Brot machen, und der andere wird der einmal den Wein anschenken. Diese beiden Männer hatten sich versündigt gegen den König, und die wurden in das selbe Gefängnis angestoppt, wo Josef bannen wird. Und Josef bedeutet es, und dort war so in 1. Mose 40, Vers 6 und 7, wo das sagen wird. Dort sagt es, dass als Josef an Samaria sagt, werden sie alle beiden bet verlegen. Und Josef frug an bet, warum laat jünt von der so bedrängt? Also diese beiden Männer, die wir nachgekommen, ein Samaria sitzt Josef dort, mit diesen Männer ist was arg, das ist traurig. Und er ist nicht viel was arg. Und du kannst das sein, dass Josef hier besorgt an den Menschen, die anhören. Er wird ein bisschen so der Pastor durch. Er wird besorgt um diese Menschen, die anhören. Er will haben, die sollen nicht gut haben. Aber diese beiden Männer werden nicht traurig. Und dann fragt er, und was ist arg? Wo werden sie so bedrängt? Und dann in Vers 14 und 15, und die erste, ich will ein bisschen mit dir freigehen. Als diese Männer hier ansaten, und die hatten beiden Traum gehabt. Und dann sagt Josef, vertel mir mal den Traum, was die gehabt haben. Und sie vertelten ihre Träume. Sie haben alle beiden Traum gehabt, und Josef sagt, was die Träume bedienen. Dann sagt er, am 3. Jahr wieder,
wordt de koning, wordt een halve dag gedreven. En dan wordt je beide uit het gevangenis uitkomen. En de baker die wordt opgehangen worden. En de wijnschenker die wordt waar aan zijn arbeid zijn. Hij wordt waar den Pharao den wijn geven. En dat passiert krijg zo als wat hij gezegd had. Maar hier bestelt Jozef wat aan deze wijnmerker. In kapitel 40, vers 14 en 15. Du sagt Jozef is dit te den wijnschenker. Wanneer die zware goud met die jeet, dan denk aan mij. Doe mij den gevallen en red er een koning van mij, dat ik gewoon uit dit gevangenis uitkom. Als Jozef wil hier gaan, dat dit wijnschenker, hij wist dat hij moet waren aan zijn arbeid zijn, hij moet waren voor den koning schaffen, en hij moet met den koning taub zijn en zo weer, en dan zei hij, vertaal den van mij. Wir haben sie mal von Hebräer Land gestohlen und ich habe hier nicht verschuldigt, dass ich jemand im Gefängnis bin. Und ich glaube, das Mann, dass wir Josef sein Freund geworden, über dem, was er gebannt wird, und er sagt ihnen, dass er auch schuldig ist, aber er soll an ihm gedenken, er soll zu den König von ihm reden. Aber die Bibel sagt, dass das Mann, der hat von Josef verjährt. Männer sind so, er verjährt es nicht so. Ich verjährt auch für ein Ding, ja. Und das ist ganz biblisch, wenn wir das verjährten, und wir sehen, dass in der Bibel die Menschen, die vergoten auch ist, was der Männer verjährten leicht. Und das Mann, der hat bloß ganz von Josef verjährt. Wenn das Mann auch von Josef verjährt hat, aber Gott hat nicht von Josef verjährt. Gott, der hat einen Plan und er hat alles in der Kontrolle. Wenn die Menschen von uns verjährten, weil wir da immer denken, Gott wird nicht von uns verjähren. Wenn wir eine schwere Zeit kommen, dass wir Gott will uns wohin bringen, Gott will haben, dass wir sollen alles was tun. Er merkt uns reut, wenn wir im Trouble sind, kriegt es der Josef dort. Und 2 Jahre später, dann sagen wir dort, dass das Pharao, der hat auch einen Traum. Und er kriegt sich all die Wahrsager, all die Beamte, was er da hat, er kriegt die Taub, und er will haben, die sollen ihm sagen, was das Traum bedient hat. Und keiner kann ihm das sagen. Dus nicht einer in zijn Recht, wat der gut hat, den zu sagen, was das Traum bedient hat. Und du fällt diesen Schenker dort bei. Einmal sagt er zu den König, sagt er, als ich im Gefängnis war, dann wird ein junger Mann, und der sieht, was der Traum bedient, und dort hat sie alle Kriegsraum genommen. Und dann sagt der König Pharao, sagt er, holt diesen Mann mal her. Und sie holten Josef zu Hand. Und dann vertelde er ihm den Traum, er hat einen Traum gehabt, dat hij weer bij een Rifa en er weer 7 keer uitgekomen met een Rifa. En dan nu dat komen nog eenmaal 7 keer Säuerdeine en die vreten deze 40 keer op en die zijn nu stekker geworden. Wat meint dat? En dan zegt Jozef te hem, wat meint dat? Er worden 7 Säuergouden jaren komen. Säuergouden arten worden zijn. Wat veel getreden zijn. En nu die 7 gouden jaren worden 7 misarten zijn. 7 jaar wordt het keine arten vergeven. En dan vroeg de koning, nou wat moet ik dan doen? Jozef zei te den, zeg die een man wat hij goed heeft en wat ook kan doen, dat hij deze 7 jaar wordt alle getreden toekhouden, dat er wordt getreden zijn voor de 7 jaar wat er worden doorheen komen. En dan zei de Pharao, nou wo vinden we een kleedere jong als wat u bent, wat God in Jezus heeft. En zo wordt Jozef ongesteld. Hier wordt hij de gouverneur over ganz Egypten. Hij kwam uit een karsel uit, wenn hij trouw weer, wenn hij God doet, hij geeft God alle eer, hij voor Pharao kwam, dan du zei we dat Jozef geeft God alle eer. Hij zei, ik kan het niet de droom dienen, maar God, den God wat ik doe, die kan ons zeggen wat er wordt passiert. En zo geeft hij God alle eer, en dus Jozef, der wordt over ganz Egypten gezegd. En hij kreeg nog früh, hij kon zich befrieren. En vandaar, ik geloof, Jozef fängt er anscheinend te doen. Wenn hier ging dat een ervaring wat allemaal van kleiner Jung und geträumt hat, dass er einen Lehrer geben, dass er ein Regierer sein. Und nun wird es passiert. Nun kann er hier in Ägypten regieren. Er wird der Gouverneur über ganz Ägypten. Aber er muss erst diese Troubles durchgehen. Erst diese schwere Zeiten muss er durchgehen, was er über hier wird. Und die Geschichte hat wieder, dass diese 7 gute Jahre über werden, dann fangen die 7 schlechte Jahre an, wo es keine Arm geben wird. Und dort, wo Josef seine Brüder wohnen, wo sein Papa wohnt, du hast auch keine Arten. Und die Hirten dort in Ägypten, du wirst genug Futter, du wirst genug Getreide und alles. Und dann kommen sie nach Ägypten. Kommen seine Brüder nach Ägypten. Und sie spatuell sind, die kann Josef nicht, aber Josef kannte. Und die kommen, knallen sich vor Josef durch. Und du dacht Josef an, was passiert wird, was er geträumt hat.
dat seine Brüder sich ver am Knäuen deuten. Hier ging dort alle in Erfüllung, der Traum, was er gehört hat. Und Josef, der hat ihn aufproben. So hat er ihn aufproben. Er will sein, als der all geändert haben, er war das an. Seine Brüder haben all so geändert. Die wurden das Läufste all ihr Leben geben für den kleinsten Bruder. Wenn er will den kleinsten Bruder durchholen, und sie sagen, no, wir können das nicht tun, wie wir Leute dieses Glauben sind, über Lut diesen Jungen frei. Und du siehst er dort, dass seine Brüder haben all so geändert, von daher ist er arm verkäufen dahin. Und so kommen die ganze Familie dahin. Josef, seine ganze Familie trat nach Ägypten. Und Luther, als der Papa gestorben ist, sie sind nach Ägypten getragen, als der Papa gestorben ist, dann kommen die Brüder drei nach Josef und sagen sie, ist uns Papa noch leben dort, dann sehe ich, du sollst uns vergeben, was wir die angetan haben. Ich will hier ein paar Vers lesen, in 1. Mose 50, Vers 20. Du sagst wie dort, was Josef hier zu seinen Brüdern sagen, dass sie kommen dahin und fragen, in Kapitel 50, Vers 20. Dann sagt Josef zu ihnen, je mögen ein weiser Plan gegen mich, aber Gott hat einen guten Plan für mich. Dort viele sollen um Leben geholen, so ist das von dir ist. Eins sind nicht länger. Ich will jünd und jene Kinder geben, dort die leben können. Und so treust Josef seine Brüder durch. Also hier sagen wir dort, dass Josef, er sagt, sie sollen sich doch nicht schwor mit mir, er hat ihn doch lang vergift. Sie hatten einen weiser Plan jeden Arm, aber Gott hat einen guten Plan. Und hier können wir dort sagen, dass Gott, der kann, wenn du ein weiser Plan hast, der kann noch was Gutes von mir. Wenn wir in eine schwere Zeit gehen, und wir wissen nicht, wo soll das wieder werden und so wieder, aber Gott, der hat alles in Kontrolle und Gott weiß, wo er uns will du anbringen. Und die Jahre vergingen, das sei du in Ägypten wir, dass wir ein paar hundert Jahre Luther, oder 500 Jahre Luther, dann wird das Volk als sehr groß geworden. Als sie nach Ägypten traten, dann wären sie 70 Menschen. 500 Jahre Luther wären sie über 3 Millionen Menschen in Ägypten. Eine sehr große Menschen wären das. Und die Ägypter, die kriegen Angst vor das Volk Israel. Und sie fangen an zu versklaven. Das ganze Volk Israel wird versklavt in Ägypten. Aber Gott war ein Plan dafür. Gott hat ein Radar mehr, um das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen. Gott will haben, das Volk Israel soll war gehen, von da wo Josef mal gekommen wird, sie sollen war durchhaben, wenn dort wird das Land, was Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat und hat gesagt, das wird noch mal ein Lohn sein. Und nun will Gott haben, das Volk Israel soll da reisen. Und wie kann die Geschichte, dass der Pharao, was der den Tit wird, der wir so gehen und der will nicht looten, das Volk aus Ägypten rübertragen, aber Gott, der Moses reiten. Moses muss auch in der Wüste sein. Gott hat Moses gewählt, dass er soll der Lehrer sein, um das Volk Israel aus Ägypten rüt. Aber Moses hat einen Ägypter dort gemerkt, und nun muss er verloren. Und dann muss er für Jahre in der Wüste sein. Aber Gott hat Moses durchreiten, dass er wird reut sein, um das Volk Israel durch diese Wüste durchzuführen. Als Moses dann in Streik kommen nach Ägypten und nach Pharao geht und sagt, du sollst das Volk Israel looten rüttragen. Dann sagt Pharao, no, ich loot das nicht rüttragen. Und wir kennen die Geschichte, das ist eine lange Geschichte, aber Gott, der das Volk in Ägypten sehr viel Pläne und wir haben 10 Pläne, wo die kommen. Und schließlich der letzte Pläne, wo Gott leidt über die Ägypter kommt, dass wir dort all ihre erstgeborene Jungs, der älteste Sehen von jeder Familie starb. Und dann können sie da rübertragen. Und so traten sie dann aus Ägypten rüber. Moses nahm das ganze Volk mit und sie reisen in der Wildnis nach. Sie reisen in der Wüste nach. Das ist ein großes Wunder, was da passieren wird. Und vielleicht bist du von dir auch in der Wüste. Und du weißt noch nicht, wo lang du was sein. Oder vielleicht bist du noch in Ägypten. Wenn die Bibel hier von Ägypten redet, dann redet von der Welt, wo der Sinn ist und so weiter. Vielleicht bist du hier von dir und du bist noch in Ägypten. Die fehlt nach diesen Erlöser, wo die kann aus Ägypten rüberbringen. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus ist der Erlöser, wo du gekommen ist, um uns zu raten. In Johannes 3 sagst hier, und du sagst wieder, was Gott dir sagen hat. Johannes 3, Vers sagst hier, und du sagst, dass Gott seine Leib ist so groß, dass er seinen einzigen Sehen gibt, dass all die an am Glauben nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Kriegst du aus Moses dann das Volk
uit Ägypten uitführen, dat zo als Jesus gekommen, um uns ook uit Ägypten uitholen, uit de zin uitholen, dat we kan vrij zijn. Aber we moeten daar in de Wüste gaan. En Jesus hat versprochen, dat hij wordt met ons zijn durch diese Wüste. Hij wordt ons niemals nicht hochloten. Krijgen niet verschworen, wat worden ons leven, aber Jesus hat versprochen, dat hij wordt met ons zijn. En we willen hier een klein beetje wat leren van het volk Israël. Dat we een weg van Aufdeel, van Egypte naar Kanaan, dat we een weg van Aufdeel te reizen. Aber wenn sie so eine große Herd wären, sie wären 3 Millionen oder über 3 Millionen Menschen, dann braucht das eine längere Zeit, um das zu reisen. Aber diese Aufdeel, das geben 40 Jahre. 40 Jahre, was sie mussten hinterweg sein. Und sie mussten 40 Jahre hinterweg sein, wenn das sie nicht Gott vertrauen wollten. Sie hatten nicht mehr ein Vertrauen auf Gott. Sie grünsten hinterweg. Sie fangen an zu grünsten und wir unzufrieden so wieder. Und als sie hier in der Wüste wären, Moses, der schickt 12 Männer nach das Land. Er will haben, die sollen nach das Land fangen. Und die sollen das Land unter Segen sein, dass das ein gutes Land wird, was Gott ihnen versprochen hat. Und so schickten sie 12 Männer da nach Kanaan. Diese Männer waren daheim und ihr Segen das Land durch. Und die Zeit, was sie da wären, das wird die Zeit, was eine große Arend wird. Sie sahen dort, was von einer schmacken Flecke da wären, was von gutes Land da wird, was von einer guten Frucht da wird. Und all das haben sie alle gesehen. Aber sie hatten dann sagen sie, wir haben 2 Nachrichten. Eine gute und eine schlechte. Wollen wir das erste hier? No, das sage ich nicht, wollen wir das erste, aber so stelle ich mir das hier vor. Und sie sagen, das erste, die gute Nachricht. Sagen sie, wir werden in das Land, und wir sagen, das gute Land, sehr fruchtbares Land, viel Futter, gute Bäume, viel Frucht. Und dann sehen sie, über die andere Sache hast du sehr, sehr starke Menschen. Das Volk ist sehr stark. Die haben große Städte, die haben große Wege daran. Und das sind große Riesen, sehr gefährlich. Die sind so groß, wenn wir besiedelt werden, und sagen noch Großhoppers. Und so fangen sie das an. Und dann kriegen die Menschen da alle anmutig. Von diesen 12 Menschen, die wir werden, diese 12 Spielen, die dort gewesen werden, in Jan Land. 2 Stück werden positiv, 10 Stück werden negativ. Ich wundere, wie viele negative Menschen hier in dieser Kirche sind, die immer negativ sind, alles nur das Negative sieht. Oder wie viele sind positiv? Weil ihr das so schleifen, wenn wir bloß einmal ohne negative sieht sind. Und hier sollen wir dort hier wieder 2 Stück sehen, weil wir da haben wollen, wie kann das? Gott hat uns versprochen, er wird mit uns sein. Gott hat uns all gewesen seine Kraft, er wird nur mit uns sein, er wird uns helfen, das Land anzunehmen. Aber die 10 Stück, die wir gehen ansehen, wie kann das nicht? Und so fängt das Volk an zu grunzen. Und Gott wird verdrießlich über ihn. Und er sagt, du wen, dass ihr nicht glauben haben, du wen, dass ihr ungehorsam sind und haben mich nicht vertraut, wo jemanden 40 Jahre in der Wüste sind. 40 Jahre wurde dir, was die geworden da sind. Aber Gott hat versprochen, dass er wird mit ihnen sein. Kreiten da und diese 40 Jahre. Und ich will hier was Versen lesen. In 4. Mose Kapitel 9, Vers 21 und wieder. Du willst ein klein bisschen gucken, wo Gott entladen hat. Gott hat ihnen ein Teken gegeben, wo er entladen wurde. En dat zag je dat in 4 Mose 9, vers 21, dat we als zij hingen wees werden en wo Gott zegt, naar wat ze zich richten zullen. Want de wolk im Oosten, van Oosten wat om morgen, door wat, wo ook zich de ophoofd, dan wanneer de wolk zich ophoofd, dan trokken ze wieder. Oder wanneer de über dag oder de nacht ophoofd, dan reizen ze los. Wanneer 2 Tage oder 1 Monat oder noch länger auf der heilige Wohnung bleibt, dann bleiben die Israeliten in dort Löwe und trocken nicht wieder. Und wenn die sich dann abhauft, dann reisen sie los. So aus der Haar Anwesenheit. Löwen sie sich und durch aus der Haar Anwesenheit trocken sie wieder. So gehorchten sie, was der Herr verlangt, so aus Moses dort gesagt hat. Also hier sind wir ein Teken. Gott hat ihnen dort gesagt, hier wird eine Wald sein. Wenn der Wald stehen bleiben, dann muss die stehen bleiben. Wenn der moven, dann soll die auch moven. Das wie GPS, was wir würden sagen von dir. Wenn wir irgendwo hinreisen wollen, wir wollten nicht kriegen, wo wir da wollen hinfingen, machen GPS, das ist sehr einfach. Und so wird es hier für das Volk Israel. Der Wald wird da, wird entladen. Und weil ihr der selbe Wald, was du dann wieder ist von dir auch hier bei uns. Wie kann der Wald nicht sein? Aber der Wald, das ist der Heilige Jesus,
En de Heilige Geest, der wohnt in uns. Gott hat uns den Heiligen Geest gegeben, wat uns leiden deed. Der leidt uns, war Tag en de Nacht. Dat volk Israël, der hadden hier, war Tag weer een wolk, en de Nacht weer een viervlam, wat een dagen deed. En krijg zo als dat van de Heilige Geest, der deed ons dag en nacht leiden. Dat zag in Johannes Kapitel 14, Vers 26. Dat is wat Jezus te zeggen heeft. Hij zegt, over de troost dat de Heilige Geest in de voeren in mijn naam schenken wordt. Die wordt je alles leren. Die wordt je aan alles denken houden. Wat ik te jullie gezegd heb. Dit is de verspreking wat Jezus ons gegeven heeft. Dat de Heilige Geest wordt ons leiden. Hij wordt ons leiden dag en nacht. En mijn vrouw is van jou. Wat is die Wüste? Hoe lang bist du al in de Wüste geweest en du weißt nicht, wat du da rauskommst? Vielleicht ist die in der Wüste, dass du hast erst einen Sinn getan und du dagst nicht taub, so Josef seine Brüder dort deuten. Sie mussten für über 20 Jahre diese Sinn taub holen, dass keiner soll antworten, was mit ihrem Bruder passiert wird. Aber was ist von dir, was sind die Dinge, was wir taub holen da? Was wir proben zu bedachen? Weil Gott, der weiß alles, was in uns vorgegangen ist. Gott, der weiß Krieg, wo wir sind, was wir tun. Er weiß alles an uns an. Und ich glaube, von dir ist der beste Tag, dass wir aus dieser Wüste rauskommen. Krieg ist das Volk Israel, als die die Wüste durchführen, als die 40 Jahre ewig werden, dann haben sie auch unsere Lehrer, Jesua wird dann ihr Lehrer, und Jesua lehrt ihnen, was in Jordan, und sagt so, von dir wollen wir uit de Wieste uitgaan. Van deel wil we in dat nieuwe land aangaan. Van deel wil we in dat land aangaan wat God ons versproken heeft. Van deel wil we doen aangaan wo de zee is. En dat is wat God van deel ook zegt te ons. Van deel, dit is de laatste dag voor het jaar. En ik geloof, dit is de beste dag dat we kunnen uit ons oude leven uitgaan. Wanneer we in zin leven, er in de Wüste, in een zware tijd, wat immer du is, Jezus deed ons van deel aanloden en hij zegt, kom 13 jaar aan dag. En einmal moeten we dingen im Glauben doen. Kreuz ist das Volk Israel. Was sie an diesen Rief verwirren, wo sie wollen ewig gehen, die wir ewig fallen. Die Bibel sagt, dass die Scheel ewig, die wir so viel Wutter werden, dass die ewig schälen. Aber Gott hat ihnen gesagt, sie sollen da durchgehen. Sie gingen bei im Wutter, als der Priester im Wutter anstoßen, dann ging das Wutter auf und sie konnten da durchgehen. Und so müssen wir von dir, wir müssen im Glauben vorwärts gehen. Wir müssen im Glauben in das neue Jahr angehen. En ik wil die motor spreken van jou, wenn du Dinge zijn, wenn du eine Sinn hast, was du al lang hast gedacht, woran willst du nicht aufdagen? Woran willst du nicht nur Jesus bringen? Jesus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, unsere Trühen gereichen, verjährt uns den merkt uns rein von aller Ungerechtigkeit. Und von dir ist der Tag, was wir das können tun. Woran willst du nicht Jesus sein, was dich vormerken lässt? Woran willst du nicht nach Arm kommen sein an dort? Weil die Heirat ans Kreiden und verschworen ist. Ich habe das belebt, wenn das noch so schwer ist, aber wenn wir Jesus anbeten, dann kommt er und er hilft uns. Und er gibt uns frische Kraft, er gibt uns frische Mut, um vorwärts zu gehen. Ich will dich von dir anladen. Wenn du Haus hast in deinem Leben, wenn du Betternis hast, du kannst nicht vergeben, woran willst du nicht von dir? Woran willst du nicht von dir in der Wüste looten und zu Gott sagen, von dir gehe ich aus der Wüste raus, von dir gehe ich durch diesen Riefer in das Land an, wo der Segen ist, wo der Friede ist. Vielleicht hast du nicht Frieden in deiner Familie, vielleicht bist du uneinig mit deinen Brüdern, mit deinen Geschwistern, was immer. Woran willst du das nicht fixen? Wenn von dir der letzte Tag wir von uns leben, was wird wir dann tun? Von dir ist der letzte Tag von dem Jahr. Oder wenn das der letzte Tag wird von uns leben sein, was wird wir dann von dir noch tun? Ich glaube, wir würden alle nach Jesus kommen. So Jesus hat uns anladen. Und er sagt, kommt nach mir, alle die hier unter schweren Lasten sind und meiden Bedreck sind, ich will ihnen Ruhe geben. Wir haben eine halbe Stunde zum Beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du mit uns bist. Wir danken dir, dass du uns die schweren Zeiten führen lässt. Dass du uns lehren lässt, zu vertrauen. In diese schweren Zeiten, wo wir durchgehen, du lehrst wir dir vertrauen. Du sagst wieder, dass du mit uns bist. Und ich bete von dir, Herr Jesus, dass du wirst in jeder Person segnen hier, wirst du mit jeder einsam, was hier von dir ist. Wenn du Unvergebenes hast, ich bete, Herr Jesus, help uns zu vergeben. Help uns zu vergeben, der wird sich verschuldigt haben. Und uns kriegt so als Josef.
Hij zei te zijn broeder, ik ga je tot alle vergeven. En dat is wat God van jou ook wil. Hij wil gaan dat wij zullen vergeven. En ik loed je dus aan, vergeef de mensen wat u nog niet vergeeft hast. En loed al die zorgen, loed bij Jezus op. Jezus zegt, kom naar mij alle die je in je zware lasten zijn, meiden bedreigd zijn en ik wil je terug geven. Dat is het beste wat we deze laatste dag van dit jaar kunnen doen. Jezus Christus aanloeden in ons woord. Aan vrede als hij ons vergeven wordt, en hij zegt, hij wil ons vergeven. Mocht God je alle zegenen en ik wens je alle een frische nieuw jaar. In Jezus' naam. Amen. Wens iedereen van jullie een goed nieuw jaar. Wanneer ik weer je bed wordt gleichen,
blijf terugkomen naar ver, we worden wellicht met jullie beden, en waar irgendwo wat in jullie leven is. Beden zijn op jullie alle, had een goede week. God zijn jullie.